Herzlich willkommen zu 1000 PS TV. Wir sind dort im Shaolin-Kloster Europe in Ottersberg. Otterberg? Otterberg ist das genau. Otterberg, das ist da bei Kaiserslautern, ist natürlich ein Wahnsinn, da war ich noch nie. Aber wie ich gehört habe, dass ein Shaolin-Meister der 35. Generation sich ein Ducati Monster S4 RS für die Rennstrecke aufgebaut hat, war klar, na, da muss ich kommen, das muss ich mir anschauen. Shifu! Freut mich, Zonko. Unglaublich, Shifu hast du nur Meister, aber ich sprich dich halt mit Meister an, weil du bist ja ein wirklicher Meister und ich glaube, das Verhältnis ist immer so, wenn man Shifu ist irgendwie Lehrer, Schüler oder so, gell? Also Shifu übersetzt heißt ganz einfach nur Lehrer, Vater. Okay. Und so werden hier, wenn ich Schüler habe, sprechen die mich mit Shifu an, weil wir einfach denken, so diese Idee von der Familientradition, das heißt Vater, der hat Söhne, der Vater hat gleichzeitig Verpflichtungen den Söhnen gegenüber und Verantwortung, aber die Schüler eben halt auch dem Vater gegenüber Verantwortung und Verpflichtungen. Und so ist es eigentlich sehr familiär angeordnet. Das ist der Grund, warum Shifu sich so im Shaolin-Tempel auch durchgesetzt hat. Ja. Shifu bedeutet einfach nur Lehrer oder Vater. Ich verstehe, ich bin ja ganz beeindruckt von dieser körperlichen Fähigkeit, die du da hast. Ich bin allerdings auch ein bisschen beruhigt, dass das einfach nicht nur von Natur aus so gegeben ist, sondern dass du einfach seit deinem 4. Lebensjahr trainierst. Das ist ja beim Motorradfahren so, da muss man ja auch trainieren. Und jetzt hast du es halt wirklich lange gemacht und bist halt so ein wirklich großen Kung-Fu-Fighter. Ich meine, Fighter ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, weil ihr ja sehr friedlich organisiert seid, aber das tut schon irrsinnig weh und ist extrem anstrengend, oder? Das Kung-Fu-Training. Also Kung-Fu, wenn wir jetzt übersetzen, dieses Wort Kung-Fu bedeutet eigentlich nur harte Arbeit. Okay. Ja, wenn man mal eine Woche hier war oder eine Woche trainiert hat, dann weiß man, warum das harte Arbeit heißt. Aber die Grundidee ist einfach so, dass wir sagen, von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn etwas gut werden soll, da reicht Talent alleine nicht aus. Ja, bei uns sagen wir ganz einfach, wenn wir wollen, dass etwas gut wird, muss Arbeit investiert werden. Ja, das heißt, selbst wenn es Kinder auf der Welt gibt, die zum Beispiel irgendwie Talent für etwas haben, wenn du es nicht regelmäßig trainierst, wird es eben nicht gut. Ja, das heißt, um harte Arbeit drumherum kommen, gibt es halt nicht bei uns. Ja, ich glaube, das ist aber so, dass es das nirgends gibt, wenn man was erreichen will, muss man eben diese harte Arbeit machen. Jetzt ist es so beim Motorradfahren, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, das Kung-Fu, das kann ich mir anschauen und denkt man, ja, bei jeder Bewegung kann ich mich dann in Gips legen, das geht so nicht aus bei mir. Motorradfahren, das habe ich gelernt, das kann ich relativ gut, das weiß ich allerdings auch. Das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern da muss man halt auch diese Bewegungsabläufe immer wieder machen. Und was aber schon ein großer Vorteil ist, wenn man sich gleich am Motorrad aufbaut, was einfach perfekt ist, so wie dieses Monster S4 RS, ich bin jetzt das gefahren, war unfassbar begeistert, wie toll das auf der Landstraße gegangen ist. Das ist wirklich sensationell und mich wundert es aber trotzdem, dass sie eben so ein Kung-Fu oder Shaolin der 35. Generation dann so ein Hobby, wie der zu so einem Hobby kommt, weil die Maschine hast du selber, ich glaube, komplett zerlegt und vor jedem Schrauben aufgebaut. Also es gibt da zwar einige Personen, ohne deren Hilfe ich es nicht geschafft hätte. Ja, aber grundsätzlich stimmt es schon, dass die Maschine wirklich von Grund auf komplett mal zerlegt war. Ja, dann wieder neu aufgebaut worden ist. Und bei uns heißt es halt, damit etwas gut wird, brauchst Zeit. Und ich habe so die leichte Neigung dazu, die Dinge nicht so zu lassen, wie sie sind. Das heißt, selbst beim Körper, ja, Kung-Fu-Training bedeutet, zu gucken, wie geht es mir heute und dahingehend zu trainieren, dass ich morgen entweder leistungsfähiger bin oder gesünder bin. Und dasselbe war eben die Idee dahinter, als ich jetzt vor 4 Jahren die Monster bekommen habe, da einfach zu gucken, okay, mal gucken, was diesen Winter gemacht wird, wie ich die besser bekomme. Ja, ich meine, für viele sieht es vielleicht aus wie ein normales Moped, aber da steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit dahinter und die Details hast du wahrscheinlich gesehen, vom Kabelbaum auch. Ja, das war der Yogo zum Beispiel, den will ich gerne erwähnen, weil er hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen auch. Wer war das? Der Yogo aus Augsburg. Okay. Ja, und der hat wirklich astreine Arbeit geleistet. Oder auch hier Marcel, auch bekannt als Tieflader, hat mir auch mit einigen Teilen ein bisschen geholfen. Grundsätzlich hier im Kloster bei uns geht es darum, einen Weg zu finden, wie man zufrieden ist.
wie man zufrieden ist mit den Dingen, die man zum Beispiel hat. Ja. Und ja, der Grund war, ich habe ja vor kurzem deinen Bericht von der Yamaha XJR 1300 gesehen und habe mir einfach gedacht, okay, so einen schönen Bericht über die Monster wäre auch mal nicht verkehrt. Deswegen habe ich dich angeschrieben, weil ich einfach wollte, dass auch mehr Menschen zum Beispiel entweder ein bisschen Inspiration finden, wenn sie sich die Monster angucken. Und auch so die Art und Weise, dass einfach sehr viele Menschen an der Maschine beteiligt waren. Ja, auch wenn es meine Monster ist, die du heute gefahren hast, ja, freut mich total einfach zu sehen, dass die Monster gut geht. Ja, nicht nur so für mich, aber wenn du sagst, du hast die Erfahrung, wenn du sagst, die Maschine geht gut, dann freut mich das. Die Maschine ist sensationell marschiert, das habe ich ganz, ganz toll gefunden. Und es ist jetzt aber, natürlich gibt es heute, schon extremere Maschinen. Es gibt schon extremere Maschinen, die eine ausgeklügelte Race-Elektronik haben und die noch mehr Leistung haben, die noch leichter sind. Das gibt es natürlich alles, aber ich glaube, der Weg des Buddhismus oder dieser Shaolin-Philosophie ist ja immer, das ist der Weg der Mitte, oder? Und das ist jetzt schon im oberen Bereich der Mitte, aber es ist die Mitte. Ja, wir sprechen schon in der Philosophie davon, dass es uns um den mittleren Weg geht. Ja, mittlerer Weg bedeutet, im Gleichgewicht zu sein. Ja, das heißt, es gibt sicherlich Maschinen, die haben mehr Elektronik, mehr Leistung. Was mir aber so ein bisschen gefallen hatte oder die Idee war eben, das Beste aus dem rauszuholen, was ich als Basis da schon hatte. Ja, und auch erstmal zu lernen, mit dem umzugehen überhaupt, was die Maschine leistet. Und nach wie vor, ich fahre nicht langsam, ich fahre auch nicht sehr schnell, aber trotzdem glaube ich, an die Grenze der Maschine komme ich in diesem Leben nicht mehr. Ja. Naja, es ist so, das habe ich mir natürlich schon gefragt. Und ich meine, wie man dann die Maschine angeschaut hat, der Seitenständer ist abgeschliffen, der Fußbremshebel ist abgeschliffen. Und so, wie ich die Maschine jetzt auf der Landstraße gefahren bin, haben wir gedacht, na Habitäre, da muss ich aber ordentlich umgelegt haben, weil das heißt, ich hätte mir nämlich gedacht, dass man da vielleicht auch so ein bisschen so einen körperorientiert, gesundheitsorientierten Zugang hat. Aber offensichtlich ist es, wenn du auf der Rennstrecke mit dem bist, lass das echt krachen. Ein großes, was wir versuchen in die Praxis umzusetzen, eines der Hauptprinzipien auch sozusagen aus dem Kloster oder aus unserer Lehre, ist im Hier und Jetzt zu leben. Ja, hier und jetzt bedeutet aber auch, wenn du auf der Rennstrecke unterwegs bist, keine Angst zu haben. Angst ist entweder etwas, was aus den Erfahrungen der Vergangenheit resultiert oder aus etwas, was in Zukunft passieren kann. Was aber ja aktuell, wenn du auf dem Moped sitzt, noch nicht passiert ist. Ich denke halt, in dem Moment, wo du auf dem Motorrad sitzt, wenn du Angst hast, fehlt dir einfach die Kapazität im Kopf dann, um dich auf das zu konzentrieren, was eben auf der Rennstrecke jetzt akut gerade notwendig ist, was da wirklich passiert. Und dann, gut, ich weiß nicht, wie es passiert, aber dann kommen halt so Schräglagen zustande, jetzt nicht gewollt, aber wenn es geht, geht's halt. Und es ist also in dem Sinne für mich, wenn ich auf die Rennstrecke gehe, schon so eine Art und Weise, auch die Lehre, die wir im Kung Fu versuchen, jeden Tag zu praktizieren, im Hier und Jetzt zu üben. Ja, wenn wir trainieren, trainieren wir. Die Sorgen bleiben außerhalb des Trainings. Ja, die Ängste und alle Befürchtungen bleiben außerhalb des Trainings. Probleme bleiben außerhalb des Trainings. Und genauso eben auch, wenn ich jetzt in dem Fall auf der Rennstrecke bin. Da versuche ich schon, mich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Und das bedeutet halt auch, Gefühl fürs Motorrad zu entwickeln, Gefühl für den Grip zu haben, der mir zur Verfügung steht. So, und wenn halt viel Grip da ist, ja, dann geht halt schon was. Ja. Und das ist halt, macht schon Spaß. Ja. Ja, Shifu, ich bin wirklich begeistert, wie das gefahren ist. Ich bin auch begeistert von dir und von dem Kloster. Das habe ich so in dieser Art nicht erwartet. Das ist wirklich ganz, ganz herrlich. Aber was mir jetzt vielleicht noch sagen muss, weil ich kenne diese Maschine, aber ich meine, da ist schon wahnsinnig viel umgebaut. Was ist denn, oder soll man sagen, was ist noch serienmäßig? Nein, wir sprechen über die Umbauten. Ich glaube, die Front, da hast du wahnsinnig viel gemacht. Also an Umbaumaßnahmen, wie gesagt, kann ich dir gerne die Liste mal schicken, aber wirklich sehr viel. Also die Basis stimmt noch, aber so wenn man dann anfängt ins Detail zu gehen, alles. Also bis zur letzten Schraube eigentlich ist da fast alles einmal zumindest ausgetauscht. Ja, am Anfang fing es wirklich an, einfach
so ein bisschen Optik-Tuning. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, Optik ist nicht so wichtig, gehen wir lieber auf Leistung. Das heißt, entweder leichter oder bei gleichem Gewicht stabiler. Ja, einfach auch das Fahrwerk wurde komplett angepasst. Die Gabelbrücken wurden extra angefertigt. Der Kabelbaum, da habe ich einfach in verschiedenen Foren, da lese ich mich auch gerne mal ein. Wenn es da Leute gibt, die schon vorher irgendwie mal Umbauten gemacht haben, gucke ich halt, was für Erfahrungen die gemacht haben. Um halt nicht dieselben Fehler zum Beispiel zu machen. Ja, und da gab es da verschiedene Sachen, die man jetzt speziell über die Monster S4RS jetzt gelesen hat. Und da gibt es jetzt hier im Duck-Forum oder im Monster Café gibt es schon so einige Spezialisten, die kennen sich schon sehr, sehr gut aus. Und da ist es wirklich, bin ich wirklich froh, dass es diese Möglichkeiten auch gibt, wo sich dann hier verschiedene Besitzer oder ehemalige Besitzer so austauschen können. Und dass das schon wie so eine kleine Gemeinschaft ist, nur wegen einem Moped. Und genau diese Art und Weise ist es eben auch, wie wir, es gibt in ganz Deutschland, in ganz Europa gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Shaolin-Tempel. Ja, und das, was uns in einer Art und Weise verbindet, ist eben die Leidenschaft teilweise dazu für diese Kampfkunst. Das, was Shaolin in diesem Sinne vertritt oder vermitteln will, die Sache ist im Laufe der Existenz oder seit 1500 Jahren nicht schlechter geworden. Aber sie wird halt trotzdem durch Menschen geleitet. Und da gibt es sicher wie in jeder anderen Organisation auch manchmal einfach, nennen wir es Politik. Ja. Und ganz ehrlich, da will ich mich in diesem Sinne insofern nicht einmischen. Jeder hat so seine Meinung. Manche posaunen die ein bisschen lauter raus. Manche üben sich in Zurückhaltung. Ja, und während andere eben schreien, bastel ich. Ja, Shifu, ich glaube, dass es dort so jetzt hat diese kleine Querele, die du angesprochen hast, zwischen einem Shaolin-Tempel, der woanders ist, und einem Shaolin-Tempel, der dort ist, der ist ja mir auch komplett egal, und das weiß ich sowieso noch, das ist immer von Menschen gemacht, da gibt es halt irgendwelche Eitelkeiten, leider auch bei einer so großartigen Philosophie, aber ich war jetzt da drinnen und habe mir das angeschaut, diese Trainingsprogramme, das heißt, da kann ich ja auch jetzt als normaler Mensch, kann ich dort herkommen und kann so einen Kurs buchen, und da muss jetzt nicht der Topstar sein, sondern das geht eigentlich, ich meine, keine Motorradkurse, sondern das sind so, was für Kurse bietest du an? Also wer beispielsweise, in erster Linie sind wir ein buddhistisches Kloster, aber innerhalb dieses Klosters werden verschiedene tägliche Übungen praktiziert, unter anderem Kung Fu oder Tai Chi oder Qigong. Das sind alles asiatische Bewegungskünste, die entweder darauf ausgelegt sind, die Leistungsfähigkeit des Körpers wirklich herauszubringen oder eben Gesunderhaltung des Körpers. So, und für Menschen, die da irgendwie Interesse haben oder das Ganze mal kennenlernen wollen, gibt es bei uns so diese Möglichkeit von Kloster auf Zeit, nennt sich das. Kloster auf Zeit bedeutet, man reist in der Regel an einem Montag an, bleibt dann bis Samstag bei uns, übernachtet bei uns, trainiert bei uns, hat mit uns ganz normal den Klosterablauf und kriegt da sozusagen für eine Woche einen Einblick darin, wie wir hier leben und worum es eigentlich uns hier geht. Ja, und sowohl vom Montag bis Samstag gibt es das, als auch Wochenends zum Beispiel, wenn jemand nicht während der Woche weg kann, dann auch freitags bis sonntags. Und Informationen findet man da mit Sicherheit. Und das findet man im Netz, glaube ich, gell? www, kannst du diese Internetadresse noch sagen? Genau, das ist www.slte.eu. SLTE, Shaolin Temple Europe. Okay. Perfekt. Shifu, für mich war das ein ganz großartiger Tag, ein wunderbares Erlebnis, eine echte Erweiterung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass man das, so muss man das machen, glaube ich. Gell? Ja. Und alles Gute für dich und das Kloster natürlich und das Wahnsinnsmonster. Super, Zonko. Ich freue mich, dass du da warst. Super. Ciao, Baba.